Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Wunderland-Update. Ich stehe hier mitten im Chaos. Dieses Chaos ist ein kleiner Teil von Patagonien. Viele, die schon länger zuschauen, die wissen ja, wir bauen Südamerika in Südamerika direkt mit einer südamerikanischen Modellbaufamilie. Und unsere Modellbauer sind regelmäßig da unten und wir bauen zusammen, damit es so richtig schön authentisch aussieht. Und ein Teil Patagoniens ist jetzt angekommen. Es war 6 Wochen auf dem Schiff in 2 riesen Containern. Wir brauchen also 2 Lastwagen. 40 Leute haben diese 12 großen Kisten dann hier hochgebracht. Das müsst ihr euch selbst anschauen. Es war für uns wie Weihnachten, das auszupacken, zu sehen, was ist bis jetzt fertig, auch wenn wir unten mitgebaut haben. Jetzt geht es aber daran, demnächst bauen wir das hier auf. Die Liebe zum Detail fehlt noch, die ganzen kleinen Ausschmückungen und so. Aber erstmal müsst ihr gucken, wie das ganze Zeug hier in diesen Speicher gekommen ist. Dazu haben wir noch ein zweites großes Thema. Die Standseilbahn in Italien war andauernd kaputt. Das passiert uns regelmäßig mal. Wir bauen etwas Neues, wir denken, das funktioniert einwandfrei und im Alltag geht es immer mal wieder kaputt. Und wenn es so oft kaputt geht, dann müssen wir es rausreißen, neu bauen. Das ist geschehen und Damian und Manu haben das richtig gut hingekriegt. Schaut selbst. Der erste Check hat schon ergeben. Den ersten Baum habe ich schon gepflückt. Eine Araucaria, die im Süden Chiles vorkommt. Aber das passiert natürlich, lässt sich aber einfach wieder reparieren. Wir hatten bei unserem ersten Abschnitt Rio schon ganz gute Erfahrungen mit dem Transport. Da waren nur wenige Schäden, da bricht mal ein Baum, da geht mal ein Haus kaputt oder irgendwas, Kleinigkeiten beim Gips. Das war alles ganz gut. Jetzt ist natürlich noch mehr Landschaft, noch mehr Gebirge, noch mehr Gips. Und Gips ist immer empfindlich. Und da holen wir jetzt die restlichen Kisten raus. Da ist dann in erster Linie drin so der Fitzroy, Torres del Paine, die ganzen Hochgebirgsstücke, die natürlich mit richtig viel Gips gebaut sind und ich vermute, die werden nochmal so richtig mördermäßig schwer. Ja, das ist für uns immer wieder spannend, die ersten Stücke zu sehen und ich erwische mich selbst immer wieder. Ich bin wenig in Südamerika dabei, wenn gebaut wird, dass es im ersten Moment noch so ein bisschen trist aussieht. Man sieht zwar hier schon, wie wunderbar diese Gebäude sind, alles Eigenbau, nichts irgendwie aus der Verpackung genommen, alles selbst gebaut, aber es fehlt halt noch so diese Liebe zum Detail, was noch kommt, die ganzen Figuren, was so ein bisschen Farbe, Abwechslung, Leben reinbringt und so. Und das ist dann jetzt sozusagen der zweite Teil unserer gemeinsamen Aufgabe. Ja, das Grundgerüst ist fertig und jetzt muss sozusagen der Mensch kommen, die Tiere kommen, das Ganze, was so einem Land auch sozusagen das richtige Flair einhaucht. Und da sieht man, wie schwer diese Teile teilweise sind. Das ist immer ein bisschen aufregend. Wir brauchen also einen richtig kräftigen Kran, um die Sachen hochzubringen. Und trotzdem sieht man, ja, da mussten alle mit anpacken. Und trotzdem ist man abends schon ein bisschen geschlaucht, wenn so eine Anlieferung kommt, weil es ist so viel Gips, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das wiegt. Hier sieht man auch ganz gut, wir mussten natürlich in Südamerika genau ausmessen, wie hoch sind eigentlich unsere Türen hier in einem alten Speicher. Und da sieht das tatsächlich ein bisschen knapp aus. Aber wenn man es ein bisschen kippt, dann kommt es doch rein, weil letztendlich haben wir einen Zollstock gehabt. Und wenn man dann sich versägt, dann hat man schon selbst Schuld. Und bis jetzt ist das immer alles gut gegangen. Wir stellen jetzt hier einmal hochkant hin die ganzen Module, weil wir noch nicht genug Platz haben. Und bis die anderen Module oben sind, können wir jetzt noch nicht genau einschätzen, dass der Platz reicht. Deswegen parken wir die jetzt erstmal hochkant und dann gucken wir weiter. Also unser nächster Schritt ist jetzt, die Bahnhöfe zu verdrahten. Wir haben 2 Schattenbahnhöfe, den Hauptbahnhof. Die müssen erstmal elektrifiziert werden. Dann werden wir die Module endgültig aufstellen hier im Raum. Das heißt, da wird erst das Untergestell aufgebaut, Stahl und so weiter, und dann kommen die Berge. Das wird das Schwierigste. Ich habe eben
den Riesenberg mitgeschleppt. Also das wird bestimmt ein Horrortrip, das ganze Ding hier reinzukriegen. Dann folgt so bis Weihnachten die ganzen Fugen zu verschließen, eventuell noch etwas nachbegrünen, die Oberfläche zu einer schönen, einheitlichen Landschaft zu verbinden. Ich hatte die Gelegenheit auf eine Reise durch Patagonien und was mich da besonders beeindruckt hat, ist, wie klein man als Mensch in dieser großen, endlosen Weite ist. Und besonders hier, wie man den Bahnhof sieht, Inchinayro Chagubachi heißt ja, ganz spannender Name. Der ist wirklich in der Steppe, da ist kaum Grün, ganz wenig Bäume. Und das hat für mich so einen ganz besonderen Reiz und Flair, was sie halt auch von unseren anderen Bauabschnitten ganz stark unterscheidet. Also man hat hier eine Kargheit und eine Tristesse, die schon wieder so ist, dass es total reizvoll ist. Also ich freue mich jetzt schon mega darauf, das Ganze zusammengebaut zu sehen. Dann sieht man ja erst, was haben wir am anderen Ende der Welt gebaut, was schmücken wir jetzt hier aus. Aber Themawechsel, jetzt stehen wir mitten in Italien und so wurde früher Marmor den Berg runter transportiert. Das gibt's heute noch zur Schau und wir haben es nachgebaut. Und wie so oft, wenn wir irgendwas Neues überlegt haben, Mensch, auf Knopfdruck, wir könnten noch mal Marmor den Berg runter transportieren lassen, funktioniert es im Dauerbetrieb nicht. Und das war hier so, wir haben andauernd repariert. Also mussten Damian und Manu mal schauen, wie können wir das mal so machen, dass das auch im Dauerbetrieb funktioniert. Und das erklärt euch jetzt Damian und am Ende schauen wir natürlich, ob es auch funktioniert. War es eigentlich wirklich so, dass sie mehr stand als lief? Ja, es war wirklich so. Also sie lief mal 2 Wochen durch, dann hat sie mehrfach am Tag Probleme gemacht, dann lief sie wieder eine Woche. Es war ja ein Hin und Her. Das Seil hat sich meistens verheddert oder wo? Oder es ist meistens sogar aus den Rollen gesprungen. Also wir haben es ja gebaut, da war es in der Waagerechten, war alles gut. Sobald wir diese Schräge hatten, hat es quasi der Wagen hat das Seil aus der Rolle gehoben. Und dadurch sind die dauernd entgleist. Ja, aber ihr habt es jetzt ja nicht mehr mit den Rollen, ne? Ihr habt es jetzt Nee, mit einem das anderen ist Antrieb jetzt gelöst. reine Deko. Wir haben da jetzt eine Nut reingefräst, da läuft ein Riemen drin, der ist ein bisschen geführt mit solchen Gleitschienen. Und das ist auf jeden Fall jetzt, ja, ich hoffe mal, viel standfester. Findest du es jetzt schlechter, besser oder gleich? Oder sagst du, der Zuschauer merkt gar keinen Unterschied, Hauptsache es funktioniert jetzt? Also ich finde es besser, es läuft flüssiger. Ne? Vorher Aber optisch hat es sich ja nicht verändert, oder? Optisch sieht man Da nichts. ist ja alles gut. Nee, Manu hat das so gut begrünt und das ist wirklich so ein schmaler Steg am Gleis. Optisch fällt das nicht War auf. es vorher auch schon rausnehmbar? Es war vorher auch rausnehmbar, Ja. ja. Was ist mir nie aufgefallen, der Cutter. Ja, war wahrscheinlich ein bisschen mehr begrünt noch hinterher. Damian, dann würde ich mal sagen, wir schauen mal, ob es funktioniert. Ich bin ganz gespannt. Und ja, für euch, das war's für heute. Ihr seht gleich noch, ob es funktioniert hat oder nicht. Toll, dass ihr so lange zugeschaut habt. Und wir haben in der nächsten Zeit wieder ganz, ganz spannende Themen für euch. Das verspreche ich euch. Macht's gut. Tschüss. Everybody dance like crazy.